Hallo liebe Soul Family, ich bin Lia. Ich möchte euch heute ein kleines Toolkit geben, ein Toolkit mit euch teilen, wie ich zum Beispiel als ein Tool meine Realität kreiere. Das allerwichtigste Werkzeug habt ihr von mir schon bekommen, das ist die Herzkohärenz. Das heißt, immer wieder das Bewusstsein, die Wirbelsäule nach unten in das Herzzentrum bringen und dort erstmal tief in das Herzzentrum zu atmen, zu fühlen, das Herz um euch herum schlagen zu spüren, um von dort aus die Frequenz zu erhöhen, weil alles ist Frequenz, alles. Alles ist Frequenz, ihr seid Energiewesen, die ihren Fokus in die Materie bringen durch Attention, durch Aufmerksamkeit in diesen Körper und in die Materie. Das meiste, was ihr seid, ist ätherisch. Das meiste, was ihr seid, ist Energie. Das heißt, es geht darum, erstmal die Energie zu erhöhen. Das machen wir mit der Herzkohärenz. Bringt also rechte Hand oder linke Hand zuerst aufs Herz und atmet durch die Nase ein und in euer Herz. Tiefe Atemzüge, sehr tiefe Atemzüge. Und haltet auch gerne mal ein paar Sekunden die Luft an, um einfach die Atmung, die Zirkulation der Luft in euren Lungen zu spüren. Und macht das gerne 3, 4, 5 Mal. Und dann, wenn ihr merkt, ihr kommt über diesen Weg nicht gut in euer Herz, dürft ihr Tapping nutzen. Das heißt, tappt unter die Schlüsselbeine, tappt auf das Brustbein selber, tappt auf das Herzchakra selber. Bringt alles, was zählt, bringt euren Fokus in euer Herz. Und manchmal hilft es tatsächlich physisch zu Tapping zu machen, um das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit wieder in das Herzzentrum zu bringen. Wenn ihr das tut und ihr spürt euch in eurem Herzen, gilt es darum, die Energie zu spüren, die da drin ist, das Licht zu spüren, die Freude zu spüren, die Liebe zu spüren, den Frieden zu spüren. Und diese Energie auszudehnen in euren gesamten Brustraum, in eure Zellen, in euren Körper, in eure Aura und darüber hinaus auch gerne in die gesamte Umgebung, in der ihr euch befindet. Und von dort aus, von dieser Frequenz, könnt ihr zum Beispiel wieder nach oben wandern in euer Unterbewusstsein, was sich hier im unteren Drittel des Kopfes befindet. Hier habt ihr das Unterbewusstsein sitzen und ganz neutral wie ein Buchhalter einfach mal reinfühlen, wie fühlt sich denn dieser Aspekt von euch an? Ist dieser Aspekt vielleicht voll gefüllt mit Gedanken, mit Konzepten und anderem? Und ist es an der Zeit, vielleicht das ein oder andere mal loszulassen, weil oft ist es so, dass es Gedanken gibt, die uns daran hindern, weiterzugehen, dass es Gedanken gibt, die uns daran hindern, auch uns spirituell weiterzuentwickeln, weil zum Beispiel Konzepte innerhalb des Unterbewusstseins sind, wie wenn ich mich jetzt weiterentwickle, verliere ich Freunde, verliere ich Familie oder andere Dinge. Oder auch noch schlimmer, dass teilweise ja auch innerhalb der spirituellen Szene sehr viel Unwahrheiten geteilt werden und Halbwissen geteilt wird, was eigentlich nicht wirklich der Wahrheit, was ist Wahrheit, der ja, den kosmischen Gesetzen entspricht, um sozusagen. Und hier gilt es, dann eben auch mal hier reinzufühlen, ist das dann wahr, was da in diesem Glaubenssatz ist? Und ihr erkennt, wenn etwas in Resonanz geht, wenn sich was weit dehnt, dann entspricht das mehr der Wahrheit eurer Seele, als wenn es etwas sich eng und beengend anfühlt. Und viele gehen viele Wege nicht, weil Glaubenssätze dahinter sind, auch wie alleine wirklich dieses Glaubenssätzchen wie, wenn ich jetzt weitergehe, dann könnte ich etwas verlieren. Es ist nicht so, weil es ist alles vorhanden und hier gibt es Konzepte, die wir uns von dort aus ganz neutral umformen können und fragen können mit dem einfachen Satz, ist das so? Ist das so, wenn ich jetzt weitergehe, dass das und das passiert, lieber Verstand? Ist das so? Weil letzten Endes ist dieses Konstrukt, dieser Aspekt, das Unbewusstsein, Unterbewusstsein, der Mentalkörper, ja, das Ego auch natürlich, sind alles verschiedene Aspekte von uns, die mit uns co-kreieren und die natürlich auch mit an Bord gebracht werden müssen für die Essenz. Natürlich entwickeln wir uns aus dem Herzen heraus, weil hier die Frequenz am meisten gesteuert werden kann, dass sich die Frequenz am allerbesten erhöht, weil das ist das, was wir sind. Hier sitzt unsere Seele, hier sitzen wir. Wir, das Ich Bin, sitzt hier. Und
dann gilt es wirklich einfach zu schauen, was glauben die anderen Aspekte von uns? Wo sitzen die anderen Aspekte, um diese mitzunehmen? Und natürlich ist das für den einen oder anderen unkomfortabel, einfach mal reinzugehen und zu gucken, ja, was habe ich denn da drin, wo ich mir den Weg in meine Weiterentwicklung verbaue oder wo vielleicht sogar körperlich Symptome auslöst. Ich rufe hier nicht auf, dass ihr jetzt die ganze Zeit in euren Kopf gehen müsst und raussuchen müsst, was da drin ist. Nein, sondern nutzt einfach, wenn immer es an der Zeit ist, wenn immer Schatten in eurem Leben sind, wenn immer ihr euch an einem Punkt fühlt, wo ihr nicht weiter wisst, wenn immer ihr euch in der Ecke stehen seht oder mit dem Kopf an der Wand stehen seht, ist das eine Möglichkeit, erst ins Herz zu gehen, dann ins Unterbewusstsein zu gehen und einmal wirklich zu fühlen, was habt ihr dort für Gedanken, was habt ihr da für Konstrukte in euch, die euch in diese Situation gebracht haben. Und gibt es da vielleicht nicht noch ein Links und ein Rechts? Gibt es hier vielleicht noch irgendwas anderes? Weil ihr seid wirklich Kreatoren eurer Realität. Alles ist von euch kreiert. Jeder läuft mit seiner Reality-Bubble durchs Leben. Und dann gibt es eben noch Übereinkünfte mit dem Kollektiv, die Gedanken, die verschiedenen Seelen hier auf der Erde dominant denken, die Glaubenssätze und Muster, die die meisten Seelen in sich haben. Und nur weil das die meisten Seelen in sich haben, heißt auch das nicht, dass das die Wahrheit ist. Und ich kann euch versprechen, die mich kennen, ich bin nicht von dieser Erde. Ich bin ein ET, ich bin extraterrestrisch, ja. Ich kenne die anderen Konstrukte der Planeten und Sternensysteme. Und es gibt Menschen, die nicht auf dieser Erde leben. Es gibt Menschen quer durch die Galaxie. Und die haben diese Glaubenssätze und Konstrukte, die es hier auf der Erde gibt, nicht als ihre Wahrheit. Die leben eine völlig andere Realität. Ohne Banken, ohne Regierungen, ohne Religionen. Und das sind Menschen, die ursprünglich auch auf der Erde waren. Die Welt ist ganz anders und multidimensional und multiversal. Und es gibt wirklich buchstäblich innerhalb der Quelle nichts, was es nicht gibt. Und natürlich das Ego. Und ich verstehe es, weil ich habe hier meine Prozesse auch gemacht. Ich habe hier als Mensch unter euch gelebt und die gleichen Erfahrungen gemacht wie ihr. Und habe den Ascension-Prozess gemeistert. Und bin auch jetzt noch dabei, es weiter zu meistern. Und das Ego hat am allermeisten Angst, weil das Ego ist das, was alle Daten von diesem Leben hat, alles, was es weiß zum Überleben, die Mechanismen, die Konstrukte, all das ist im Ego. Und natürlich hat das Angst, sich die Dinge anzuschauen und den Griff zu verlieren. Aber letzten Endes geht es nicht darum, das Gehirn zu löschen, sondern es geht darum, sich selbst eine Einladung zu schicken, die Welt mit anderen Augen zu sehen, die Welt wieder zu sehen, wie man es gesehen hat als Kind. Kinder sind sehr, sehr fünfdimensional, weil Kinder die Welt ohne Wertung erstmal sehen, bis sie lernen, was Sprache ist und bis sie Bedeutungen bekommen. Und das ist der Moment, wo dann die Kinder zu Erwachsenen werden oder das Kindsein verlieren, wenn auf einmal aus der Blume, dem Tier, auf einmal nicht mehr das Zauberwesen wird, sondern dann ist das ein Hund. Und nicht mehr der Freund. Und damit bekommt es wieder eine Idee, ein Konstrukt, ein Limit aufgesetzt, was das Mehrsein aus der Wahrnehmung rausnimmt. Und das ist das, wozu ich euch aufrufe, wieder in das Mehrsein zu gehen. In das Mehrsein, mehr sehen, mehr zulassen, mehr fühlen, was da noch ist. Und über die Veils, über die Schleier hinwegzugehen, die eigenen Konstrukte, Meinungen und Ideen sind, die in eurem Unterbewusstsein und eurem Bewusstsein, in eurem Ego sitzen. Und einfach hier mehr zu fühlen, was gibt es darüber hinaus? Ascension, Aufstieg, Entwicklung ist der Weg ins Mehrsein. Und wie können wir mehr sein, wenn wir in den alten Kissen stecken bleiben? Wir können nur mehr sein, wenn wir unsere Fühler ausstrecken, unser Herz ausdehnen und mehr fühlen, was sich außerhalb von dem, was wir anfassen können, wahrnehmen. Und in dem Moment, wenn ihr wieder 5D seid, ihr bekommt
so, ihr bekommt die Fähigkeit, mehr zu fühlen, wenn ihr Gegenstände anfasst. Ihr spürt die Daten dahinter, ihr spürt das Quantenfeld. Ihr seid empathisch, ihr fühlt die euch umgeben. Ihr spürt die Pflanzen, ihr spürt die Tiere. Ihr seid voll telepathisch, ihr seid mehr, ihr bekommt euer Mehrsein wieder. Und das funktioniert nicht, wenn ihr in euren bequemen, komfortablen Kisten sitzen bleibt. Dem einen oder anderen wird das nicht gefallen, das zu hören, aber letzten Endes Ascension macht jeder für sich. Jeder entwickelt sich für sich und ihr könnt nicht warten, bis im Außen jemand kommt, euch den Heiligen Gral überreicht und euch sagt, jetzt habt ihr die Ascension gemeistert, sondern es geht wirklich darum, einfach in sein eigenes Mehrsein zu gehen und da gilt es einfach Herz und Kopf und alles mitzunehmen, die Aura und alles. Und über das Feintuning hier die Frequenz zu erhöhen und zu transformieren, zu transzendieren, alles, was wir ist, mehr sein zu lassen, auch das Bewusstsein mehr sein zu lassen, um am Ende das zu sein, was ihr in Wahrheit seid. Bewusste Kreatoren, lichtvolle, liebevolle Wesen, voll Präsenz, voll da, voll upgraded mit eurer Seele und nicht mehr nur die fragmentierte Kiste, die ihr ein Leben lang bewohnt, gelebt hat und als euch selbst empfunden habt. Ihr seid so viel mehr. Gebt euch die Chance, geht in euer Herz, von dort in, wenn immer es sich zeigt, dass es an der Zeit ist, wenn immer es sich unkomfortabel anfühlt in euch, geht in euer Herz, geht in euer Unterbewusstsein und räumt auf. Sanft, liebevoll, durch Hinterfragen, ist das so? Brauche ich dieses Konzept? Bin ich bereit, das loszulassen? Möchte ich die Türen öffnen, die Welt mit neuen Augen zu sehen? Und dann traut euch. Und ich werde euch mehr und mehr Tools geben, mehr und mehr Coachings auch versuchen zu geben, um euch zu unterstützen in diesem Prozess. Weil es ist mir eine absolute Ehre, jeden von euch begleiten zu dürfen. Und so viele Menschen sind in meinem Leben und ich bin jedem Einzelnen dankbar und freue mich über die Prozesse und die Schritte, die ihr macht. Und ich danke euch von ganzem Herzen dafür, für euren Mut, für eure Liebe, für euer Sein. Und lasst mir gerne, wenn ihr möchtet, eure Gedanken da. Schreibt in die Kommentare, liked, wenn ihr möchtet, abonniert mich, teilt, wenn ihr möchtet. Lasst mich gerne wissen, wie es euch geht, was ihr fühlt, was ihr empfindet mit dem Coaching und der Botschaft, die ich euch übermittle. Das ist einfach, ja, schön. Ich danke euch, ich liebe euch. Bis bald.